Hey guys, how's it going? So today I'm going to be doing a somewhat different and exciting video today, and I have a special guest, as you can tell by the title, the thumbnail, and this other chair. I'm going to be showing you my husband, Misha! Hi! This is my husband, Misha. We've been legally married since November, and our wedding ceremony was just this past July, and I thought I would introduce him to you since a couple of you have asked for a video with the both of us, and here he is today. Hey. So we're going to be doing the husband tag, which is a little bit different than the boyfriend tag, but basically the same concept. And yeah, so I'm just going to ask him some questions. The main language of this video will be English. However, when I speak to Misha, we will speak in German to one another, but I will leave English subtitles at the bottom. And yeah, because we don't talk in English to each other at all. So part of it would just be weird for both of us if we did the whole video in English. So we will talk to each other in German and I'll talk to you in English. How and where did we meet? Wie wir uns getroffen haben. Ich habe in einer WG gelebt und Sarah kam nach Deutschland, um eine Ausbildung zu machen in unserer Kirche. Und ich habe in dem gleichen Gebäude gelebt wie sie. Und die erste Begegnung war in meinem Urlaub, als ich von einem Freund zurückkam und draußen auf dem Balkon gegrillt wurde. Und ich bin durchs Fenster geklettert und auf dem Balkon sah ein bisschen verwirrend bestimmt aus für sie und ich bin direkt zu ihr gelaufen und habe mich kurz vorgestellt, habe meinen Namen gesagt und das war unsere erste Begegnung. Und danach sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen und irgendwann hat sie mich gefragt, ob ich zu ihr auf dem Balkon sitzen will und ein bisschen reden möchte, einfach aus unserem Leben erzählen den anderen, um uns besser kennenzulernen und ja, aus keinen Gedanken machen wurden ganz viele Gedanken und so haben wir zueinander gefunden. What was your first impression? Mein erster Eindruck war, oh, etwas Neues. Es war aufregend, aber noch nicht so fesselnd. Wir fanden einander ganz cool, aber es war nicht wirklich die Gedanke, oh, Liebe auf den ersten Blick. ja, das war es gar nicht. Aber guck mal, wie Was geworden ist. passiert ist. Ja. How and where was our first date and second date? Also unser erstes Date war auf einem Turm in den Reben und es war so, ich bin nach meiner Spätschicht nach Hause gekommen, es war bestimmt schon 11 Uhr oder so und ich habe sie einfach gefragt, wir haben uns vorher verabredet und ich habe sie gefragt, ob sie Lust hat nach draußen zu gehen, ein bisschen. Und dann sind wir da erstmal eine halbe Stunde oder so bestimmt hingelaufen und da hat unsere Love Story angefangen. Wir kamen uns näher und genau. Das war das erste indirekte und da war auch unser erster Kuss, muss man sagen. Und unser zweites Date, also das erste wirkliche Date, war den Samstag danach und wir sind erst zu einer alten Burg gefahren, sind da ein bisschen rumgelaufen und dann sind wir zu einem See gefahren, einer Talsperre und haben dort ein bisschen am Strand gechillt und Ben Cherries gegessen und so Zeugs. Und dann haben wir ein bisschen Roadtrip gemacht durch den Schwarzwald und sind dann abends noch essen gegangen. Sind wir dann noch ins Kino gegangen? Mhm. Okay, dann sind wir noch ins Kino gegangen. Das war unser erstes richtiges Date. Und das haben wir letztes Jahr auch wiederholt. Nicht 1:1, aber fast. Yeah. Where was our first kiss and how was it? Wie gesagt, war der erste Kuss bei unserem ersten Date. Es war sehr aufregend und ich war ein bisschen schüchtern, sehr schüchtern. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Initiative gehabt hat. Also eigentlich war ich sehr mutig. Ich habe zuerst seine Hand gehalten, weil es war sehr romantisch und in den Sternen liegen.
Und dann haben wir uns ein bisschen näher gekuschelt und dann irgendwann dann hat er mich geküsst. So war das. So war das. Ich wusste ja nicht, ob sie Bock auf mich hat, von dem her war Und ich wie war's? zurück. Hä? Ich hab's auch gemacht. Weißt du? Gezittert. Ich hab gezittert. Ja, das war so süß. Der hat so gezittert, weil er einfach so aufgeregt. Man muss dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keinen Bock auf eine Freundin. Aber es kam alles anders. Besonders eine aus Amerika. Ja. Bin nicht genug exotisch für Achso. ihn. How did you know I was the one? Es hat sich einfach gut und richtig angefühlt. Es war unkomplizierter als mit Mädels davor. Und es war auf einer ganz anderen Basis irgendwie von Anfang an. Wir haben uns als Freunde kennengelernt und besser kennengelernt und dann wurde mehr, wie ich es mir eigentlich immer gewünscht habe, dass es erst ohne Hintergedanken passiert und dann daraus mehr wird. When and why did you fall in love with me? Weil mein Herz so entschieden hat und nicht mein Kopf. Ach so, wann? Wann? Also es hat begonnen, als wir mal miteinander geschrieben haben. Hast du mich angeschrieben? Ja, du hast mich angeschrieben. Und sie saß in ihrem Zimmer. Also ihr Zimmer war direkt über meinem Zimmer damals bei der Pastorenfamilie und sie hat jemand Gitarre spielen gehört und hat gefragt, ob ich das wäre und ich meinte, hab kurz überlegt, soll ich sagen ja? Aber nein, ich war gar nicht zu Hause. Ich war in Karlsruhe und habe meine Schwester besucht und habe gesagt, nein, das wird wohl der Nachbar sein und habe ich ihr erzählt, dass ich ihr fast was gekauft hätte, aber es dann doch nicht gemacht hätte, weil es ein bisschen komisch kommen würde, wenn ich einfach was schenken würde. Es war eine Hundefigur, die den Kopf von einem Boxer hat. Und dann hat er es gekauft und wir haben es immer noch. Das ist so süß. Ihr kleiner Max. Yeah. In Oregon, I have a boxer, and his name is Max, and he looks a lot like that, and so that's why he thought of me, because I told him that I have a boxer, and he saw that and thought of me. Very sweet. How long have we been together, relationship and marriage? Also heute in 21 Tagen sind wir 2 Jahre zusammen und fast ein Jahr, 10 Monate, fast 10 Monate verheiratet. What key elements make a successful relationship and marriage? Also ein erfolgreicher Schlüssel ist, wenn man immer das macht, was die Frau will. Ja, Und wenn man nie Nein sagt, darf man aber. muss man auch, sonst ist sie die Herrscherin. Hä? Ja, sonst, man muss auch die Grenzen zeigen. Ne? Ja. Also ein Schlüssel für eine erfolgreiche Beziehung oder eine Ehe sind, dass man immer wieder besondere Momente sich schafft zu zweit, die beiden gefallen oder Spaß machen und so eine gute Zeit zusammen hat und natürlich auch immer wieder Gespräche sucht und auch wenn Probleme da sind oder Missverständnisse, dass man die klärt und wieder zueinander findet. And I'm going to throw in my own answer there too. I think a key element is just understanding that we have decided to do life together, and that means that that's seriously through thick and thin, and that's through the good times and the hard times. And the hard times mean constantly forgiving one another and knowing at the end of the day we still love each other, we still trust one another, and just knowing that this is a lifelong thing that we have decided for us and that we're not going to give up easy. Just trying to love myself less so that I can love him better, which means I want to serve him in a way that he receives love, which mostly he just needs a lot of attention. So
I have to give that to him. What do you love about me? Oh. Ich liebe deine kreative Art, die du in verschiedenen Sachen umsetzt und versuchst und immer wieder neue Ideen hast. Ich liebe, dass du kein typisches Mädchen bist. Was bedeutet das? Eher unkompliziert meistens. 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 Ja, du bist ja schon ein Mädchen, aber nicht immer so typisches. Ich liebe deine vielen Küsse. Places you want to travel. All around the world. Als nächstes möchte ich gern nach Finnland, Estland, Schweden, Norwegen, Irland, erstmal so Nordeuropa, Osteuropa. That's where I want to go to. Children. How many do you want? 50. Gar nicht. Nein, ich hätte gern 2 oder 3 Kinder. Am liebsten ein Junge und ein Mädchen. Aber man kann es sich nicht aussuchen. Wir werden sehen in ein paar Jahren. Aber erst in ein paar Jahren. Ja. We're too young. Ich bin for selber babies. noch ein Kind. What is my favorite color? Your favorite color is all pastel colors. Yeah. Yeah. What is my favorite food? Your favorite food is chicken curry. Ich esse es gern, aber Aber es ist auch nicht mein Lieblingsessen. alles mit Pasta. Kartoffeln, schon richtig. Was esse ich noch gern? Also deine Lieblingssachen sind irgendwelche Sachen mit Pasta oder mit Kartoffeln. Am liebsten Aber- Fries. Aber so, wenn du nur ein Ding auswählen könntest, was würde ich jeden Tag am liebsten essen? Weiß nicht, ob du das Mac and weißt. Cheese. Nee. Jeden Tag. Wenn ich auf einer Insel wäre. Wassermelone. Richtig. When I was a kid in the summer, I used to just eat whole watermelons. Like big watermelons. By myself. All day. All day. I only need watermelon. If you baked me a cake, what kind would I like? Cheesecake. Yeah. Me too. What is one unique talent that I have? Eins deiner großen Talente ist, Dinge zu schreiben, was sie aber nicht mehr so oft macht. Also zum Beispiel Blog-Einträge oder so. Yeah, I haven't really written in my blog a lot recently. I don't know why, because I do like to write, but my time has just gone towards other things recently, especially after the wedding, so we'll see if I eventually get back into it. But that was the last question. You survived your first video with me. And I hope he will join us again in another video. Let me know if there are any ideas that you have of other videos you want us to do, and I hope that the English-German is okay and that I translated everything okay in this video. We'll see when I start editing. But anyways, thank you, Misha. You're the You're best. welcome. And have a great day, you guys. See you next time. Bye. Kannst du ins Kamera schauen? Kannst du lächeln? Micha, bitte. Was denn jetzt? Ich kann nicht lächeln. Doch. Ich muss mich sehen. Au!